Ja, liebe Freunde, es geht wieder los. Unser Sommerurlaub 2026 hat begonnen. Und pünktlich, als wenn der Wettergott uns erhört hätte, scheint jetzt die Sonne. Es war jetzt die ganzen Monate kalt und regnerisch und seit vorgestern haben wir Traumwetter und das soll auch den ganzen Urlaub so bleiben. Zumindest bis Ende des Monats. Ja, wir haben alles vorbereitet. Gestern war Piet noch da, hat eine neue Lichtmaschine eingebaut. Und da war noch so ein bisschen der Urlaubsstart schwierig und nicht sicher, aber wir fahren jetzt erstmal los. So ganz bin ich noch nicht zufrieden, aber die Technik läuft jetzt erstmal und wir schauen jetzt mal, was passiert. Marina hat alles vorbereitet, ja, und jetzt kann es gleich losgehen. Unser erster Stopp ist Enkhuizen und das sind rund 60 Kilometer. Und da haben wir heute Abend schon ein Restaurant gebucht. Wird also auch wieder spannend mit den Restaurantvorstellungen. Lasst euch überraschen. Wir werden wahrscheinlich so die Inseln abfahren. Texel, Vlieland, Terschelling und auch Den Helder. Mal schauen, wo es uns hintreibt. Wir haben dieses Jahr keinen genauen Plan gemacht. Der Urlaub kann beginnen. Tanks sind voll mit HVO. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. So, Maschinen laufen. Und Jürgen geht jetzt noch das Piepen abstellen. Ja, es hat jetzt gerade gepiept. Die linke Lichtmaschine muss ich manuell noch stimulieren, damit die läuft. Da muss ich noch was mir überlegen, dass das Kontakt beim Anlassen geschaltet wird. Allerdings ist das alles so eng, da muss ich Kabel durchtrennen und was dazwischen setzen. Das wollten wir gestern nicht machen, weil wir nicht wollten, dass wir heute nicht wegkommen. Also deshalb mache ich das jetzt gerade manuell, kurz Kabel auf die Batterie halten und dann ist alles gut. Und ja, werden wir in dem Urlaub jetzt so machen, aber spätestens im Sommer- oder Winterlager müssen wir das dann richtig angehen. Alle Leinen sind los, dank Windstille ist das heute gar kein Problem. Unsere Reise kann beginnen. Jürgen reagiert auf meine Handzeichen. Mit Bug- und Heckscharruder schieben wir uns jetzt so seitlich in die Fahrrinne. Kurz zurück, dass wir vorne nicht anstoßen. Ist okay. Du bist rum. Noch ein Stückchen, Jürgen. Lieber gerade. Dass das hier rausfahren ist null Problemo. Ganz easy geht's hier raus aus dem Hafen, wie immer. Mein Meister. Dankeschön. Vielen Dank. Die Ausfahrt ist mittlerweile für uns ein Kinderspiel. Also mit dem offenen Boot sind wir ja schon lange nicht mehr gefahren. Bei traumhaftem Wetter ist das natürlich toll. Ja, Frank und Claudia sind auch schon vom Steg weg. Reisen viel in die Richtung. Ja. Könnte sein, dass wir ein bisschen Stau an der Schleuse dann haben werden. Gucken wir mal. Also, Ja. das ist eine ganze Armada, die gerade heute fährt. Das ist ja total anders, wie als wir letztes Mal unterwegs waren. Da waren wir fast allein. Oh, ist das ein Traum. Ein Traum von Wetter. Ist natürlich auch Pfingsten. Das ist natürlich dann besonders voll. Ich habe jetzt mal die Betriebsstunden abgefilmt. Bin mal gespannt, wie viele Stunden wir am Ende des Urlaubs so erreicht haben. Marina hat alle Arbeit erledigt und darf sich jetzt erstmal ausruhen. Die nächste Aktivität ist erst wieder an der Schleuse. Vor uns die Elbürger Brücke und ich sehe, viele biegen nach Elburg rein. Ich hoffe ja, dass wir beim ersten Schleusengang da mitkommen. Super, auch der vor uns biegt nach Elburg ab. Alle wollen nach Elburg. Das ist das erste Mal, dass wir wahrscheinlich erleben, aber sehen wir natürlich nicht, dass die Kade hier richtig voll wird. Bisher war immer noch reichlich Platz. Wenn wir Freitag gekommen sind, konnte man da jederzeit noch anlegen. Auch Samstag waren immer noch freie Plätze. Das sind wir von den letzten Jahren eigentlich nicht gewohnt gewesen. Da war es immer voll. Frank, Claudia und Anna folgen uns. Hier wird wieder segeln gelernt. Dank Franks AIS kann ich natürlich jetzt genau sehen, wie schnell er fährt. Und da muss ich nur anklicken und kann mir die AIS-Daten permanent anzeigen lassen. Das ist eine tolle Sache. So weiß ich immer, was er macht, wie schnell er gerade fährt
und kann mich entsprechend danach richten. Hier ist sich schön zugewachsen. Man fährt auf der einen Seite rein und dann hat man tolle Liegeplätze dahinter, hinter diesem kleinen Wald. Und man kann es auch vom Land aus anfahren mit dem Auto. Unsere Eltern haben damals sind die mit dem Wohnmobil mal vorbeigekommen, haben dann da mitgestanden und da hatten wir auch Spaß zusammen gehabt. Ja, die Schleuse ist gerade auf, wir kommen alle raus. Wir sind aber noch ein Stück weg. Und ich bin mal gespannt, ob der für uns auflässt oder ob wir warten müssen. Wird mal wieder Zeit, wenn es voller ist, unsere Headsets zu nutzen. Einfach anschalten. Und dann schauen, was passiert. Ja. Hallo, hallo? Ja, funktioniert. Wichtig natürlich immer das Equipment vorher zu testen. Wir sind auf Höhe des Restaurants und die spannende Frage ist, die Boote sind alle in die Schleuse reingefahren und wartet der Schleusenwärter auf uns oder macht er zu? Ja, ich habe den angefunkt, ob wir uns noch mitnehmen, aber keine Antwort. Aber dass sie grün zeigt, lässt uns hoffen. Okay. Unsere erste Schleuse des Tages. Sie wartet auf uns, das finde ich ganz toll. Dadurch gewinnen wir natürlich viel Zeit. Ich bereite mal die Kamera hier vor, wollen wir was sehen. Ah, die haben auch Schleusenhelfer wieder im Einsatz. Finde ich ja ganz toll. Ja, guten Morgen. Die Schleuse ist breit genug zum Glück, dass wir daneben fahren können ohne Stress. Genug Platz für Claudia und Frank noch dahinter zu kommen. Ja, dann nimm den. Ja, warte, keine Panik. Ja, wir haben gut aufgerückt, um natürlich noch dafür zu sorgen, dass noch 2 hinter Claudia und Frank reinkommen. Und das ist ganz wichtig in der Schleuse. Wie man auf der rechten Seite sieht, wird richtig viel Platz verschenkt. Und jetzt verlassen wir schon die Schleuse und das war die einzige, die wir heute durchfahren mussten. Und ja, die haben sie auch schön vollgepackt gehabt. Jetzt haben wir hier erstmal 9 km/h die ganze Strecke. Da tuckern wir jetzt erstmal bis hinter die Morgebootbrücke. Ja, heute lohnt sich die Brückenöffnung. Hier auf unserer Seite sind 3 Segler und auf der anderen Seite sind 2. Und ja, aber wir können mitten durchfahren. Das ist natürlich der Vorteil. Die Brücke geht auf. Ja, heute nur ein kleiner Snack. Frühestens um 1 sind wir ja da, bis wir fertig sind, ist wahrscheinlich 2. Da ist es doch besser noch zwischendurch was zu essen. Bevor Marina zur Diva wird. Jetzt erreichen wir schon bald das Kettelmeer. Hier parallel verläuft die Eißel und das Ganze alles bei herrlichem Wetter. Schauen wir mal, wie die Geschwindigkeit der Wassertiefe ändert. Hier in der Fahrrinne haben wir noch 3,4 Meter und sind schon von 15,1 auf 14,6 abgesunken. Und ich fahre jetzt Richtung Flachwassertonne und da wird es dann knapp über 2 Meter. Man sieht hier die Geschwindigkeit und hier die Wassertiefe. Es ist flacher und die Geschwindigkeit geht zurück. Wir verdrängen ja 13 Tonnen und das Wasser strömt ja nicht nur an den Seiten, sondern auch unter dem Schiff vorbei. Und wenn unter dem Schiff nicht genügend Platz ist, dann verringert sich halt die Geschwindigkeit. Also man kann mit gleicher Maschinenleistung im flachen Wasser nicht so schnell fahren wie im tiefen Wasser. Wir haben jetzt also quasi 13,4 gegenüber 15,1, wo es über 5 Meter tief war. Man muss für jede Tiefe so sein Optimum finden zwischen Gas und Geschwindigkeit. Und wir sind am Kettelmeer an der Schnellfahrstrecke und fahren gegen Gas. Na, dann gib mal Gas, Frank. Viel Spaß. Ich fahre jetzt mal ganz rum, dass man nicht zu sehr schaukelt. Ist das deutlich angenehmer, aber Welle bleibt Welle.
auf geht's. Da bleiben wir dann dahinter. Wir werden also nicht so schnell fahren, wie wir eigentlich könnten, sondern wir zuckern jetzt hier lang. Das Schnellfahren macht schon Spaß. Aber vorne an der Brücke müssen wir wieder langsam fahren und danach können wir wieder Gas geben. Die Schnellfahrstrecke endet doch ein ganzes Stück vor der Brücke. Und erst nach der Brücke dann können wir wieder Gas geben. Wir sind durch die Brücke durch und Frank fährt auch schon wieder schnell. Wir haben noch Zeit, bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir da schnell fahren können. Aber es ist auch gar kein Problem. Wir fahren gleich etwas schneller und holen es dann gut auf. Genau so ist es. Hier sind wir und da fahren wir hin. Und das ganze Stück sind noch gute 30 Kilometer. Na dann, auf geht's. Das Eiselmeer ist heute glatt wie ein Spiegel. Der Captain hat Spaß. So glatt wie heute sind ja wir selten auf dem Eiselmeer. Das ist ja wie im Ententeich, nicht toll. Man sieht zwar schon da drüben die andere Seite, aber wir haben über eine halbe Stunde noch gefahren. Man sieht hier 0,6, dieser Bereich hier. Also man sollte schon mit Karte fahren und sehen, dass man das auch umreitet und nicht einfach hier quer rüber. Also immer ganz wichtig, dass man eine Karte hat, wo auch die Tiefenangaben sind. Und die sollte man auch genau studieren. Ohne Welle beim Schnellfahren brauchen wir auch gar keinen Autopiloten. So hält ja so die Spur. Weil durch den Wasserdruck werden die Ruderblätter ja relativ gerade gehalten. Muss man also gar nicht großartig tun. Das Schnellfahren auf dem Eiselmeer hat heute richtig Spaß gemacht. Und wie man sehen kann, liegt unser Ziel voraus. Und wir hoffen auf ein schönes Plätzchen. Ja, heute ist auf jeden Fall richtig was los hier. Die schnellen Plätze sind nicht die einzigen. Nee. Meistens fahren hier den Yachtverein, den Truckernihafen. Und wir gucken weiter geradeaus. Mal schauen. Da hinten ist die Schleuse. Das ist die Verbindung zum Markermeer. Hier ist direkt ein hübsches Restaurant mit schönem Außenbereich. Zu Pfingsten ist es natürlich überall voll. Auf den ersten Blick sieht es voll aus. Mal gucken, was sich so ergibt. Da ist ein Hafenmeister oder sowas, der uns vielleicht einweist. Du sollst näher gehen. Die gehen bei uns ins Päckchen. Also was soll ich jetzt genau tun? Marina hat mir jetzt irgendwas erzählt. Sie zeigt doch an, wie wir müssen. Okay. Näher. Die Leiter brauchen wir keine. Ständer weiter runter, das wäre unten. Ja.
Wir sind da. Haben einen Platz bekommen. Super Platz. Ja. Toll. Habe ich. Die Wiese für die Anna. Ja, ich habe schon gar nicht beim ersten Blick geglaubt, dass wir hier einen vernünftigen Platz kriegen. Ja, aber es ist noch einiges frei. Ne? Ja? Da drüben war auch noch was frei. Okay. Ja, ist schon ein großer Schritt, aber es geht. Da hat man sich sogar ein Brett gebaut. Wenn man ein kleineres Boot hat, das niedriger ist, dann kann man auf die Stufe treten. Aber ich muss jetzt schon hier einen großen Schritt machen. Ja, hier liegen wir doch ganz gut hier. Hier auf der Seite liegen wir hier vorne im Päckchen. Da ist auch die Hafenausfahrt. Wunderbar. Hier am Hafenkontor kann man dann auch gleich die Hafenkarte aufwerten. Am Zahlautomat vorbei. Hier ist die Familiendusche. Und hinten durch geht es dann zur normalen Dusche. Reinkommen mit der Hafenkarte. Hier ist eine Dusche. Bezahlen muss man hier mit der Hafenkarte. Duschen kostet also Geld, je nachdem wie lange man duscht. Hat man also selbst in der Hand, wie lange man duschen will, also da hat man keinen Stress. So von der Größe her ist das eher Standard, also nichts Besonderes. Ja, die Toilettenanlage ist einfach, sauber, funktional. Dass man fürs Duschen noch extra bezahlen muss, für Strom extra bezahlen muss, ist bei dem hohen Preis, den man hier fürs Liegen bezahlt, schon ungewöhnlich und macht das Ganze nicht günstig. Da sind wir bei rund 40 Euro. Ja, wir liegen hier sehr schön und können auch gleich hier noch eine Hochzeit beobachten. Da kommt die Hochzeitsgesellschaft an, die da in dem Turm heiraten. Hier kann man wieder mit einem Marina bezahlen. 2 Nächte, 74,66. Kein Strom drin. Den müssen wir extra machen. Das geht mit der Hafenkarte. Wir haben hier einen tollen Platz. Im Hintergrund ist das Hafenkontor und daneben ist auch gleich eine Eisdiele. Claudia und Marina kommen gerade mit Eis. Ich bin mal gespannt. Und da kommt Eis. Ja. Das andere kannst du? Das ist deins? Ja. Ah. Läuft schon hier. Läuft. Läuft. Kommt ja nicht alleine rüber. Ja, Marina mit den kurzen Beinen. Und geschafft. Ja, und hier oben auf der Fly. Schöne Übersicht. Ja, echt lecker. Den ganzen Tag kommen natürlich noch Boote rein und der Hafendienst ist fleißig. Die Hafenmeisterin ist schon den ganzen Tag unterwegs. Die hat uns ja heute Morgen schon eingewiesen oder heute Mittag. Hier kann man natürlich auch in den Innenhafen reinfahren durch die kleine Brücke. Das haben jetzt schon reichlich Segler gemacht. Zum Abend hat sich der Hafen gefüllt und wir gehen jetzt essen im Kompaniehafen. Ja, und direkt vor uns lag gar keiner, dann lag einer und jetzt liegen 4. Hier kommt man rein und dann kann man da durchfahren in den Innenhafen. Der ist auch heute richtig voll. Und hier die Hochzeitslocation von heute Mittag. Und jetzt gehen wir zur Brücke. Jetzt gucken wir mal hier um die Ecke. Oi. Hier ist alles rappelvoll und auch hier knubbelt sich das. Ja, hier war früher das Eiscafé und das ist jetzt weg. Das ist jetzt da hinten am Hafenkontor anscheinend. Und eine Reihe dahinter ist es richtig romantisch. Wir haben ja schon mal ein Enkhuizen-Video gemacht und da sind wir hier mit dem Schlauchboot lang gefahren. Das ist der Kompaniehafen mit Supermarkt und einmal hier rum der Mastenbar, Restaurant, Terrasse, Yachtclub. Da haben wir reserviert. Kann man auch in die Küche reingucken, wie das Essen gemacht wird. Innen ist ganz viel Platz, aber wir wollen natürlich auf die Terrasse. Ist gar nicht so voll wie gedacht. Ach ja, guck mal, wunderbar am Wasser hier. Ja, jetzt fehlt nur noch Besteck, aber Essen sieht schon mal gut aus. Spare Ribs
und Scholle. Schollenfilet 3 Stück. Ja. Nochmal Spirits. Ja. Und nachdem ich gestern so viel gegessen habe, gibt es heute Salat. Aber der sieht auch gut aus. Selbst um 9 Uhr abends, schönes Wetter, alles hier voller Boote. Und wir haben einen sehr schönen Platz hier am Wasser gekriegt. Hat sehr gut geschmeckt, kann man empfehlen. Hello YouTube! Wir lieben Deutschland. Ja, das ist gut. Ja. Und wir lieben Holland und Niederlande. Hier im Companyhafen Literpreis Diesel 2,76 Euro 80, 2,84 und HVO 100 2,82 Euro. Verrückt. Und wenn man mal Hilfe braucht, dann ist hier auch eine Station. Wir sind ja ruckzuck dann überall auf dem Eiselmeer. Und ja, hier hat man auch einen schönen Platz mit seinem Camper. Hat zwar keinen Strom, aber eine super Aussicht. Auf der anderen Seite haben sie richtig schön gemacht. Hier kann man auch grillen. Es gibt 2 Grillecken. Da vorne wird dann in Booten gearbeitet. Supermarkt, das Restaurant da hinten. Ein sehr schöner Hafen. Nur die Spritpreise passen nicht. Und dann sind wir auch schon wieder raus aus dem Hafen. Das ist frisch geworden. Hier scheint einer länger mit dem Boot unterwegs zu sein. Der hat sein Auto sogar abgedeckt. Im Rückweg muss man sagen, sehr schöne Brücke. Guten Morgen! Als erstes gibt es mal eine leckere Tasse Kaffee, bevor man ins Bad geht, im Schlafanzug. Ja, gestern haben wir in der Master Bar sehr gut gegessen und war eine klare Empfehlung. Ist ein bisschen teurer geworden alles, aber das sind ja die normalen Preise, an die muss man sich einfach gewöhnen. Hier ist gerade Aufbruchstimmung, fahren alle raus und wir bleiben noch einen Tag und ja, schauen wir mal, wie viel hier noch im Hafen bleiben und wie der sich leert. So langsam brechen ja auch vor uns auf. Einer ist schon weg und wir haben vom Eiselmeer eine dicke Nebelwand, die hier gerade reinzieht und auch in den Ort zieht. Das sieht man ganz deutlich. Die Kirche geht mir wirklich auf den Nerv, vor allen Dingen die ganze Nacht. Ja, wir liegen ganz hinten vorbei am Hafenkontor und da gibt es auf der Seite die Restaurants und auf der Seite ist ja das Hafenbecken. Wir gehen jetzt noch eine Straße weiter und dann geht es rechts ab in die Stadt. Direkt am Hafen das erste Bekleidungsgeschäft und auch ein bisschen Bootszubehör. Die Frauen stöbern noch. Und habt ihr was gefunden? Nee. Nee. Nichts, was wir brauchen. Blauen Gasflaschen, die wir haben, die kriegt man wirklich überall getauscht. Das ist der große Vorteil. Jetzt sind wir an der zweiten Brücke, die zur Stadt führt. Hier sieht man da hinten schon. Und jetzt sieht man die Seite, wo wir gestern Abend reingeguckt haben. Auch wieder jede Menge Platz. Aber hier liegen sie immer noch fleißig in 2er-, 3er-Päckchen. Also ganz leer ist es noch nicht geworden. Ich denke mal, Pfingsten werden viele noch eine weitere Nacht liegen bleiben. Wenn man vom Hafen kommt, hinten sieht man noch die Brücke. Dann kommt man hier lang und da sind einige Restaurants. Und dann kann man in die Geschäftsstraße hier rechts und links abbiegen. Einmal auf dem Video. Tourist aus Friesland. Friesland, okay. Ja, heute ist Sonntag. Das ist keine Einkaufsstadt. Wir haben hier sonntags nicht auf. Viele andere Städte haben ja Sonntagnachmittags auf. Aber hier ist zu. Ein Kanal weiter. Da ist die Hektik vorbei. Hier liegen Boote eher für die einheimische Bevölkerung, so wie es aussieht. Alles sehr entspannt. Und da vorne ist schon das Tor zum Compagniehafen. Da ist dann wieder Gewusel. Am Hafen das Söder-See-Museum. Man sieht, wie die Wand doch total schief ist. Schon beeindruckend. Auch hier ist große Aufbruchstimmung. Völkerwanderung zum Steg. Und hier im Supermarkt Brot und Gas. Wie lieb ich das. Ja, Campinggas gibt es überall. Und hier gibt es dazu noch frische Brötchen.
und diverse Kleinteile. Der Bootsladen hat auch Sonntag auf. Da schauen wir uns jetzt mal das Sortiment an. Die verkaufen hier sogar Popfender. Ja, aber das ist die kleine Sorte. Schöne Grüße an Ramis. Ja. Arina bezahlt. Die ist aber kleiner als sonst. Ja, ich muss sie mal probieren, einfach mal zum Testen. Die Kleinteile, die ich haben wollte, haben wir gekriegt. Und jetzt geht es weiter zum Mittagessen. Hier ist die Einfahrt an der Brücke und wir wollen ja auch immer was zu sehen haben. Deshalb wollen wir heute Abend hier im Der Ankertje reservieren. Dann haben wir auch ein bisschen Hafenkino. Ja, wenn man hier sieht, alle paar Meter ist ein Stromanschlusskasten. Hier sind 6 Anschlüsse dran. Dann weiß man, was hier in der Hochsaison los ist. Mindestens 6 Schiffe im Päckchen. 12 Uhr, es brechen immer noch welche auf aus dem 4er-Päckchen. Hier hinten in der Ecke haben wir auch mal gelegen. Hier auf der anderen Seite des Hafens, 12 Uhr, findet man jetzt reichlich Platz. Hier haben wir auch schon gelegen auf der Seite und hier gibt es dann einmal Frikandel und nebenan Fisch. Also hier Imbiss ist für alle gesorgt. Kibbeling und Pommes. Die Pommes sind an der Frikandelbude selbst gemacht, zweimal gefrittiert. Echt lecker. Das war jetzt unser Brunch. Wir sind jetzt gut gesättigt, das reicht jetzt bis heute Abend. Hier auf der Seite dahinter gibt es auch noch ein Toilettenhaus, sodass man nicht bis zum Hafenkontor laufen muss. Gegenüber gestern ist es doch heute deutlich entspannter. 1 Uhr gibt es doch noch eine Menge freie Plätze. Ja, jetzt haben wir schon 1:45, deutlich später, wie wir gestern gekommen sind. Und es gibt immer noch reichlich freie Plätze, auch direkt an der Kade. Im Moment muss man noch nicht ins Päckchen gehen. Und der Hafendienst ist weiter aktiv. Ja, man kriegt dann Platz zugewiesen, das ist sehr gut. Und da kommt eine wunderschöne Atlantik rein. Aber eine 50er schon für uns 2 Nummern zu groß. Der Vorteil ist hier, vor Bord können wir mal richtig schön die Seite machen. Da kommen wir wunderbar dran. Kaffee auf der Fly ist bei schönem Wetter natürlich immer was Tolles. Mit Blick über den Hafen. Guck mal, eine Eisdiele ist so eine Riesenschlange. Und da die Eisdiele hier am Ort, die ist richtig gut frequentiert. Ah, hier ist schon richtig großer Schiffsverkehr. Der Viermaster ist gestern erst reingefahren und fährt heute weiter. Und da liegt auch so ein Flusskreuzfahrtschiff. Gestern 4 Segler hier in der Reihe, heute kommen die Motorboote. Ja. Macht ja einen Höllenlärm. Am zweiten Tag sind wir doch mehr ein. Hier 2 dicke Yachten vor uns. Und jetzt ist auch noch einer bei uns ins Päckchen gekommen, ein Segler. Die kommen aus Den Helder, wo wir auch noch hin wollen. Ist die neue Lichtmaschine und Jürgen ist gerade am Startrelais, um das noch ein bisschen zu befestigen. Hätte den Knüppel nicht lieber an der Seite machen müssen? Ja, hätte Fahrradkette. Wir haben ja eine neue Lichtmaschine reingekriegt und dazu, da die nur noch einen Kontakt hat, im Gegensatz zu den alten Lichtmaschinen, die Original Volvo Maschine, die hatte 2 12 Volt Anschlüsse. Und jetzt haben wir jetzt noch eine Trenndiode eingebaut. Aber jetzt haben wir das eine Problem beseitigt und mit der Trenndiode ein neues Problem gekriegt. Denn durch die Trenndiode kriegt die Batterie keine 12 Volt und ist dann nicht stimuliert und lädt nicht. Das heißt, ich muss einmal diesen Kontakt auf Plus machen. Das mache ich hier oben an der Batterie. Und in dem Moment lädt auch die Lichtmaschine. Das macht man normalerweise an den Startswitch. Aber an die Kabel komme ich sehr schwer dran. Ich muss das richtige Kabel finden, weil ich dann aufklemme und dort dann das dran mache. Aber das machen wir im Winterlager. Für jetzt mache ich die hier Stimulation über die Batterie. Ganz einfach, nach dem Starten halte ich das Kabel hier einmal auf den Pluspol und dann lädt die Lichtmaschine. Das müssen wir jetzt nach jedem Start machen. Und hier komme ich aber gut dran. Das heißt 2 Sekunden und ist erledigt. Und im Winterlager oder so müssen wir das dann mal richtig machen. Aber da habe ich jetzt keine Lust, was zu basteln und das dann nicht funktioniert und wir dann irgendwo hängen. Wollen wir jetzt
zum Essen gleich da drüben, dann macht er die Brücke hoch. Kommen immer noch welche, die in den Innenhafen wollen. Wenn man keine weiten Wege will, dann parkt man gleich hier vom Restaurant. Schon wieder voll geworden. Hier liegen wieder alle kreuz und quer. Das Restaurant an der Brücke hier, Et Ankertier, wird niemals leer. Aber da unten sind noch ein paar Tische, da gehört einer wahrscheinlich uns. Wir haben einen super Platz erwischt. Und ja, gleich mit der Aussicht. Seidenkarsalat, zweimal Super Deluxe Seafood Salat. Seafood Salad, genau. Und ich habe mal wieder Fisch und Chips. Salat hatte ich gestern. Eben, kannst du ja nicht nur von Salat leben. Ja, eben. Und zum Nachtisch gibt es den Benidorm Bastard und Dame Blanche. Aha. Mit extra Schokosoße. Ja. Hier hat man bis zum Schluss Sonne. Es ist schon 8:30 und immer noch scheint die Sonne. Also die Location hier ist einfach top. Kann ich nur empfehlen. Beim Essen, okay, haben wir schon besser gegessen. Aber insgesamt mit Location und Essen kann man hier hingehen. Noch schön in der Abendsonne. Jetzt haben wir gegessen. Jetzt machen wir noch eine Runde. Aber seht ihr schon, wie sich auch Enkhuizen verändert hat, wie viele Restaurants auch zugemacht haben. Verändert sich alles über die Jahre. Auch heute Abend ist der Hafen gut gefüllt. Alle Segler liegen hier im Viererpack. Da geht noch mehr, aber schon ordentlich. Und direkt am Hafen ein schnuckliges Haus. Da ist der Bahnhof und dahinter gibt es noch einen Hafen. Wirklich gut gefüllt, ne? Sehr schön. So, die letzten Sonnenstrahlen. Morgen fahren wir weiter. Ein Segler noch raus hier. Es hat sich alles beruhigt. Wir sind hier an der Hafeneinfahrt. Und ja, wir haben es alle geschafft. Der hat sogar geschafft, ohne dass einer dran kommt. Da geht es dann rein. An der Brücke haben wir gegessen. Und da drüben liegen wir. Sind aber eingebaut, sind kaum noch zu erkennen. Und wir genießen die letzten Sonnenstrahlen und gehen jetzt zurück zum Boot. Und dann ist Enkhuizen auch schon wieder vorbei. Platz ist in der kleinsten Hütte. Und wenn man nicht längs liegen kann, dann liegt man quer. 2 Tage Enkhuizen sind vorbei. Bei herrlichem Wetter. Hier im Hafen zu liegen ist richtig schön. Man hat den ganzen Tag Hafenkino. Der Hafenmeister oder die Hafenmeisterin fahren mit dem Boot permanent rum und sorgen für Ordnung, sodass es keine Hektik und kein Chaos gibt. Aber man muss hier schon im Päckchen liegen, bei so vielen Booten, das geht nicht anders. Am ersten Abend waren wir in der Mastenbar essen. Da sitzt man wunderschön am Kanal und kann sehr gut gucken. Auch das Essen war sehr gut. Am zweiten Abend waren wir hier im Et Ankertier essen. Das sind 100 Meter weg, da kann man hingucken, kann von dort aus ein Boot sehen. Da sitzt man bis spät abends wunderbar in der Sonne, direkt am Kanal. Das macht Spaß. Beim Essen okay, aber insgesamt von der Location her lohnt es sich auch hier hinzugehen. Da ist man am besten natürlich mittags, weil dann die ganzen Boote rein und rausfahren. Da sieht man noch mehr. Abends ab 20 Uhr ist dann die Brücke gesperrt, dann ist da kein Verkehr mehr. Die beste Zeit, um hier anzukommen, ist so zwischen 11 und 1. Da findet man noch freie Plätze direkt am Kai. Aber bekommt natürlich dann jede Menge Boote ins Päckchen. Ja, wir fahren jetzt weiter nach Medemblik und es war sehr schön. Und ich kann es nur jedem empfehlen, hierher zu kommen.